Ist ein Dickenhobel mit einer Wendeplatten-Spiralwelle besser als ein klassischer Dickenhobel mit Messerwelle und lohnt sich die Investition in eine Spiralwelle? Sind alle Wellen gleich oder gibt es Unterschiede zwischen ihnen? Und was ist der Unterschied in der Verarbeitungsqualität? Nicht nur diese Fragen werden wir in diesem Video beantworten. Hallo, ich bin Mirek von IGM und ich möchte euch heute in einem ausführlichen Test von 3 verschiedenen Maschinen die Unterschiede zwischen Wendeplatten und klassischen Hobelwalzen bei dicken Hobelmaschinen zeigen. Die Wendeplattenwelle erfreut sich bei Tischlern immer größerer Beliebtheit, ist aber auch ein heiß diskutiertes Thema voller Halbwahrheiten. Deshalb haben wir uns entschieden, für euch einen ausführlichen Test zu machen, in dem wir Ihnen die Unterschiede aufzeigen. Und zwar die Verarbeitungsqualität, die Lebensdauer von Wendeplatten und Messern, messen und vergleichen den Geräuschpegel von Maschinen und wir zeigen euch, dass nicht alle Messerwellen das sind, was Sie tatsächlich suchen. Wir werden den Test auf diesen Maschinen durchführen. Die erste Maschine ist ein Dickenhobel mit einer klassischen 2-Messerwelle, die mit HSS-Messern bestückt ist. Die zweite Maschine ist ein Dickenhobel mit einer Wendeplattenwelle, die mit HSS-Wendeplatten ausgestattet ist. Die dritte Maschine ist ein Dickenhobel mit einer Spiralmesserwelle mit Hartmetallwendeplatten. Die Hauptvorteile von Wendeplattenwellen sind die lange Lebensdauer der Messer und die hohe Qualität der Holzbearbeitung. Schauen wir also mal nach, ob das wirklich der Fall ist. Bevor wir mit dem Testen und Vergleichen der Verarbeitungsqualitäten beginnen, berechnen wir zuerst die Lebensdauer von Messern und Wendeplatten. In der Jet JWP-12-Maschine verfügen wir über 2 einseitige HSS-Messer, die normalerweise eine Härte von HV10 um 600 haben, was der Vickers-Skala zur Messung der Härte von Materialien entspricht. Die zweite Maschine verfügt über eine Wendeplattenwelle mit 26 einmal drehbaren HSS-Messern, auch mit einer Härte von HV10 ca. 600. Der Dickenhobel IGM PS33 verfügt über eine Spiralwelle mit 36 Hartmetallmessern der Härte 1900 auf der HV10-Skala und wo die Messer insgesamt 3-mal gewendet werden können. Hartmetall ist 3-mal härter als Standard-HSS-Stahl und bleibt daher 3-mal länger scharf. Daraus folgt, dass die Messer in der Maschine IGM PS33 längste Lebensdauer haben werden. Mal sehen, wie lange es genau sein wird. Im Vergleich zur ersten Maschine, die nur über 2 klassische HSS-Messer verfügt die PS33 über Wendeplatten aus einem Material, das 3-mal widerstandsfähiger gegen Abstumpfung ist und darüber hinaus nach dem Abstumpfen 3-mal gedreht werden kann. Bei der ersten Maschine sind jedoch für 1 cm Fläche immer 2 Messer im Einsatz, das bedeutet, dass sich die Abstumpfung auf die beiden Messer aufteilt. Bei der PS33 sind bei 1 cm Fläche immer 1,5 Wendeplatten im Einsatz, hier hat also die erste Maschine einen Vorsprung von 25%. Die berechnete Gesamtlebensdauer der Klinge ist bei der ersten Maschine 9-mal niedriger als beim PS33, hat aber einen Vorteil von 25% bei 2 Messern, sodass insgesamt die berechnete Lebensdauer der Klingen der PS33 im Vergleich zu 2 klassischen HSS-Messern 6,7-mal höher ist zugunsten der PS33. Will man also mit der ersten Maschine die gleiche Standzeit der Messer wie bei der PS33 erreichen, muss man die Messer bis dahin mindestens 6,7-mal schärfen. Das heißt, bei 2 Messern mit einer Breite von 318 mm ca. 12,50 € für eine Schärfung, insgesamt 84 €. Endlich kommen wir zur zweiten Maschine. Gegenüber dieser Maschine verfügt die PS33 über mehr Klingen, was gerade deshalb von Vorteil ist, weil sich die Klingen mehr überlappen. Außerdem sind diese Klingen 3-mal langlebiger als die HSS-Klingen der zweiten Maschine, die nur einmal gedreht werden können und nicht 3-mal wie bei der PS33. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Klingen im Spiralzylinder der zweiten Maschine 6-mal weniger halten und die PS33 hat einen Vorteil von 50% durch halb überlappende Klingen, sodass die Gesamthaltbarkeit der Klingen der PS33 9-mal höher ist. Das bedeutet, dass ihr für HSS-Messer, die nur einmal gewendet werden können, 9 Sätze mit 26 Klingen kaufen müsst, um die gleiche Lebensdauer wie beim PS33 zu erreichen. Das sind zum Preis dieses HSS-Messers durchschnittlich 4,08 €, also insgesamt 956 €. Hartmetall- oder HSS-Messer werden nicht geschärft, da der Preis für das Schärfen in etwa dem Preis eines neuen Messers entspricht. Außerdem würde sich durch das Schärfen die Größe des Messers ändern und sie würden sich nicht aufeinander abstimmen und es würde Markierungen und Spuren auf dem gehobelten Brett entstehen. So, das sind genug Zahlen und Berechnungen. Schauen wir uns an, wie die Verarbeitungsqualität bei einzelnen Maschinen mit unterschiedlichen Zylindern aussieht. Der Jet JWP-12L verfügt über einen 1,7 kW Motor und die Hobelwelle dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Umdrehungen pro Minute.
Das sind relativ ordentliche Werte, da die Hobelmesser jedoch in einem Winkel von 90 Grad zur Achse des Materialvorschubs stehen und das Messer somit immer auf der gesamten Länge auf einmal in das Holz eindringt, erzeugen die Messer einen großen Widerstand zum Motor. Daher beträgt die Spanabnahme dieser Maschine maximal 2,4 mm. Wenn wir das Ergebnis unterm Licht betrachten, erkennt man die Längsspuren der Hobelmesser und auch die Äste im Material sind leicht abgekratzt. Bei solch einem länglichen Brett müssen die Äste begradigt und mindestens einmal nachgeschliffen werden. Die zweite Maschine hat eine Leistung von 1,8 kW, also 100 Watt mehr als die Jetmaschine. Die Umdrehungen betragen identische 10.000 Umdrehungen pro Minute. Die Messer sind allerdings auch nicht spiralförmig gedreht, sondern stehen senkrecht zur Vorschubachse. Obwohl nur 4 Klingen auf einmal in das Holz eindringen und nicht alle auf einmal, was den Widerstand für den Motor verringert, besteht immer noch das Problem, dass Äste aufplatzen und leichte Klingenspuren entstehen. Auch das in dieser Maschine verarbeitete Material muss noch einmal gerichtet und anschließend noch einmal nachgeschliffen werden. Letzter in der Reihe ist die IGM PS33. Die Motorleistung ist hier die gleiche wie bei der Vorgängermaschine, also 1,8 kW. Die Umdrehungen sind hier 1000 weniger, also 9000 Umdrehungen pro Minute. Mal sehen, ob das reicht. Diese Maschine ist die einzige der getesteten Maschinen, bei der die Messer spiralförmig gedreht sind. Das heißt, die Messer stehen nicht senkrecht zur Achse, sondern sind zur Achse gedreht. Dies hat große Vorteile für die Qualität der Bearbeitung. Wenn wir gegen das Licht schauen, sehen wir, dass die Oberfläche glatt ist. Die Späne sind schön geschnitten und nicht abgesplittert. Das liegt genau daran, dass die Wendeplatten spiralförmig auf der Welle aufgereiht sind. Jede Klinge schneidet nach und nach in das Material ein, was nicht nur den Widerstand gegen den Motor stark verringert, sondern vor allem den Widerstand gegen die Holzfasern, die dadurch nach und nach abgeschnitten werden, nicht wie bei den Vertikalmessern. Je mehr der Widerstand der Messer gegen das Material reduziert wird, desto besser ist die Qualität der Bearbeitung und desto länger ist die Lebensdauer der Messer. Dies werden wir aber nicht in unsere vorherige Berechnung mit einbeziehen. Zum Schluss können wir den Geräuschpegel aller 3 Maschinen nachmessen, da man oft liest, dass Wendeplatten im Vergleich zu Messerwellen sehr leise sind. Zuerst probieren wir die Jetmaschine mit einer klassischen Messerwelle aus. Wir haben 102 Dezibel gemessen, was in etwa dem Wert in der Bedienungsanleitung entspricht, wo der Hersteller 101,5 Dezibel angibt. Nun probieren wir die zweite Maschine mit einer Wendeplattenwelle mit vertikalen Messern ohne Spirale aus. Der gemessene Wert von 97 Dezibel ist 2 Dezibel höher als der Wert in der Bedienungsanleitung, aber da wir hier keine Laborbedingungen haben, können wir ihn als echten Wert betrachten. Zuletzt messen wir den Geräuschpegel der IGM PS33 mit einer Wendeplatten-Spiralmesserwelle. Hier haben wir 96 Dezibel gemessen, was dem Wert aus der Bedienungsanleitung entspricht. Am leisesten war also die PS33. 1 Dezibel lauter war die Maschine mit HSS-Wendeplattenwelle und den dritten Platz belegt die Jetmaschine mit einer klassischen Messerwelle. Das sind sehr ähnliche Werte. Man sieht, dass beide Maschinen mit den Wendeplatten nahezu die gleichen Geräuschwerte haben, die etwa 5 bis 6 Dezibel niedriger sind als die Maschine mit klassischer Welle. Wenn ihr einen größeren Unterschied erwartet habt, muss ich euch leider enttäuschen. Leider können wir bei tischdicken Hobelmaschinen keinen größeren Unterschied erzielen, weil die Hauptlärmquelle hier der Motor ist, der in allen Fällen aus Kohle besteht. Kohlefreie Motoren in dieser Leistung und Größe werden noch nicht hergestellt. Wenn es sich jedoch um eine herkömmliche Hobelmaschine oder eine großindustrielle Dickenhobelmaschine mit einem Induktionsmotor handeln würde, würden wir bei einer spiralförmigen Messerwelle bis zu 20% niedrigere Werte messen. Das ist alles für den heutigen Test und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, klickt auf Abonnieren oder schreibt uns in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!